For those who don't know me, hello, my name is Brad Bedford. I'm going to be the only portion that's going to be in English. The rest will be spoken in German. But I have the pleasure of introducing our great speaker today. He is an Adobe Champion alumni, former Netherlands user group leader, and also the VP of Marketing at E.ON. So, Martin Westrop. Danke. Ja. Hallo, guten Tag München. So, erst einmal auf Deutsch für mich. So, es ist nicht perfekt, aber wir machen es heute sehr gut. So, ein bisschen about Martin. Ja, dann haben Sie ein bisschen, Brad hat sehr viel gesagt, aber ich bin sehr lange ein Marketo-Fan, aber jetzt auch ein Adobe-Fan. Ja? Und das Marketo ist eine sehr schöne Technologie, hat das gestartet mit das Aufbauen von der Automation, aber ich bin auch so dabei betroffen gewesen, dass ich nach die Adobe-Events gewesen bin, am ersten die Marketo-Events, in San Francisco, in Las Vegas, und ich reise sehr gerne danach. Auch mit der E.ON, ihr seht auch, wir sind echt Marketo-Experten in die Niederlande, aber jetzt auch in Europa, in Deutschland. Mein letzter Job mit E.ON ist echt Energiemarkt. Das ist echt etwas anderes, aber auch bei der Energie brauchen wir digitale Lösungen für Marketing und das Vertrieb in die Business. So, heute auf Deutsch, warum auch nicht. Wir starten mit ein bisschen Intro von was passiert bei E.ON. Aber am ersten, wo gehen Sie heute mit nach Hause? Wir haben natürlich sehr viel gehört über Content, sehr viel von Adobe gehört über Content, aber jetzt hören Sie auch von einer echten Kunde und was haben wir gemacht mit Adobe in die letzte Zeit. So, was keine Probleme haben wir gehabt und was haben wir implementiert und wie hat das für uns das Budget freigemacht für mehr Marketing und mehr AI. So. Lassen wir starten. Ein bisschen am ersten über die Welt der Energie. Sie kennen natürlich alles, hier auch in Deutschland sehr viel. Die Energiewende ist da, das ist ein Problem. Wir haben keine Gas mehr aus Russland und auch natürlich der Krieg in Iran. Das ist allemal sehr schwierig für die Energiemärkte. Mit das sehen wir auch, dass wir wie E.ON sehr viele Marken haben in das Europa und auch auf Deutschland. Auch da heute ein bisschen mehr über, warum ist das ein Problem und auch eine Opportunity. So, über E.ON. So, natürlich, ich arbeite bei E.ON One, so das sitzt wie eine Tochter in E.ON, aber E.ON ist sehr groß. Und wir haben sehr viele Kunden durch Europa und dabei auch 3 verschiedene Produkte. Und das ist ein bisschen einfach, um das zu sagen, aber die Produkte sind das Netze, das Energienetze, und da machen wir das meiste von das Geld. Aber auch die Energy Infrastructure Solutions Lösungen. So das sind die großen Energieprojekte, auch ein bisschen mehr darüber. Und natürlich Energie für Ihre Hause, so vielleicht sind hier ein paar E.ON-Kunden. Das war auch sehr important. 55 Millionen Retail-Kunden, aber das ist nur 10% die Umsatz. Die Umsatz sitzt am meisten in das Netz. So, für uns ist das natürlich schwierig, dass wir in sehr viele Länder sein. Natürlich auf Niederländisch, auf Englisch, auf Deutsch, auf Polisch. So, das ist auch etwas, was wir in die Marketing dabei haben. Und wir probieren das so gut möglich zu skalieren, wenn wir eine gute Kampagnen haben. Aber ja, das ist natürlich schwierig. Und es ist nicht nur E.ON, wenn wir nach Deutschland anschauen. In Deutschland sind auch sehr viele Marken. Und das ist natürlich, wenn die Marken haben eine sehr hohe Loyalität mit den Kunden in die Regionen. Und wir haben auch für die lokale Märkte regulatorische Anforderungen. So, das ist sehr spezifisch und das ist, warum E.ON jetzt vor sehr vielen Jahren ungefähr 12 Marken in Deutschland hat, aber auch viele andere Marken durch Europa. So, wir haben E.ON, das Retail, das kennen Sie hier in Deutschland, aber in der UK, dann ist das wieder E.ON Next. Das ist ein bisschen anders. Und dann auf die Niederlande haben wir selbst 3 Marken. Ascent, das ist das Mark echt sicherlich für das Vertrauen von den Kunden und sehr viel Service. Wir haben ein sehr grünes Mark, das Van der Bron. So, die kaufen allein nur grüne Energie. Und Energie direkt, das ist dann das Mark für digitale Kundenservice. So, alles geht online. So, sehr viele Marken und das macht natürlich sehr viele Probleme mit der Skalierung von den Kampagnen.
Auch haben die Marken nicht alle dieselben Produkte. So, viele Marken machen das mit Retail, aber es sind auch Marken dabei, die verkaufen nur PV, Solar oder die Charging Solutions, so für Laden für ihren Auto. So, wir haben das gesehen und vielleicht auch, um ein bisschen zu erklären, wie ist dann E.ON organisiert. Ja, und das war für mich auch ein bisschen eine Überraschung, wann ich gestartet bin. Aber da ist natürlich das Hauptkontor, sitzt in Essen. Und da ist ein zentrales Marketing-Team, ein zentrales Communications-Team und ein zentrales Branding-Team. Und sie sind verantwortlich für das E.ON-Brand. Aber das ist nicht, dass sie auch alle Produktkampagnen machen. Das geht echt in die Pilaren in die Organisation. So, zum Beispiel habe ich hier E.ON Infrastructure Solutions ein bisschen erklärt. Das sind 24 Unternehmen unter E.ON Infrastructure Solutions durch Europa. Und sie haben alle ihren eigenen Marketing- und Vertriebsteams. Und wir müssen da ein bisschen Steuerung angeben. So, da ist jetzt ein globales Marketing-Team. So, sie verkaufen da mit das E.ON-Brand die Produkte, die sind die E.ON Infrastructure Solutions Produkte. Aber wir haben auch, warum bin ich hier, das E.ON One gestartet. So, wir haben E.ON One gestartet für das Verkauf von digitalen Lösungen. Nicht nur in E.ON, aber auch nach die ganze Marke daraus. Und mit E.ON One können wir ein bisschen spielen und probieren, was funktioniert und was nicht. Da war keine Legacy IT, das war ein Greenfield, so wir sind da gestartet und sehr schnell haben wir eine sehr schöne IT Martech gebaut und das erkläre ich ein bisschen später. Aber für uns ist es jetzt, die Challenge ist die Energiewende verschnellt alles. Wir mussten sehr viel mehr Transformer Stations bauen, aber auch die Kabel mussten in die Grund. Ja, und das mussten wir alles zusammenbringen und wir verkaufen all die digitale Lösungen. So, wie sieht das aus? So, zum Beispiel, wir haben eine sehr große E.ON Energy Infrastructure Lösung in die Niederlande gebaut. So, das ist das Fußballstadion von Sparta in Rotterdam. Also das hat PV und da hast dann eine Batterie und dann die Energielogika zur Steuerung die Energie, wann muss das in die Batterie und wann geht das nach das Stadion oder wann geht das nach die Hausen bei das Stadion. Sehr schönes Fall, sehr gut, aber wir möchten das gerne nach die zentrales E.ON bringen. Und ich habe nur die Websites hier gepasst, aber natürlich ist das auch die Kampagne darum. Wir möchten das productisen. Ja? Und wenn wir das gemacht haben, dann wollen wir vielleicht auch in die UK etwas einsetzen. Sie können auch die Fußballstadions da in eine Kampagne mitnehmen. So, das ist ein bisschen, was wir wünschen und wir können das, aber das skaliert nicht sehr gut, wenn sie nur das mit Menschen macht. So, wir haben dann gesagt, okay, bei E.ON One, vielleicht können wir dieses Prozess ein bisschen innovieren. Und wir haben E.ON One wie ein Blueprint eingesetzt, die wir dann nach anderen Business Units auch können skalieren. So, am ersten habe ich angeschaut bei E.ON One, was machen wir mit Marketing, Branding und Sales. Und das ist sehr viel. Das ist Content Creation, natürlich Customer Support, aber auch alles, was läuft von die Website nach die Marketing Automation, Adobe Marketo Engage, und dann natürlich auch nach das Sales Element. Und nach die Seite, was machen wir dann mit Branding und Design? Das ist natürlich die Identität, die Guidelines, aber auch die Employer Branding ist auch sehr important. So, das ist ein bisschen alles zusammen, was mein Team, warum mein Team verantwortlich ist. Sehr viel und nochmals, es skaliert nicht sehr gut. So, was haben wir in das Team? Das ist, wo wir gestartet sind. So, wir haben einen Branding- und Design Manager, einen Content Marketing Manager, Werkstudenten auch natürlich, und dann auch sehr viele Agenturen. Agentur für PowerPoints und die Videoagentur, die Übersetzungsagentur. Und das funktioniert und das kostet auch Geld. So, ich habe ein bisschen so ungefähr, diese sind die Kosten. Die meisten Kosten gehen nach intern, aber es sind auch sehr viele externe Kosten und nur ein klein bisschen für die Technologie. Mit das haben wir natürlich unsere Marke gebaut, Color, Branding Guidelines,
und dann die ersten Digital Assets haben wir auch produziert. Aber jetzt bekommen wir schon noch mehr Produkte, noch mehr Segmenten und das war ein bisschen das Challenge. Ich bekomme nicht mehr Budget. So, wie transformieren wir unser Unternehmen auf kleines Niveau, aber können wir das auch für die großen Unternehmen wie die Blueprint einsetzen? So, das sind 3 Punkte, die wir sehr gut angeschaut haben. Natürlich, Sie kennen alle die Technologie, ja, aber ich habe das schon auch bei Yvonne gehört, es ist nicht nur die Technologie. Sie muss auch sehr gut das Betriebsmodell begreifen und vielleicht ein bisschen passend machen mit der Technologie. Und binnen E.ON ist es auch, wie konnektieren wir das an die größeren E.ON Unternehmensausrichtung. So, am ersten, ein sehr schönes Martech-Chart. Das ist echt etwas, haben wir gebaut, ich finde es sehr schön und es funktioniert sehr gut. Aber Sie sehen auch, das sind sehr viele Touchpoints mit den Kunden. Es ist nicht nur eine Kampagne, die Account-Based Marketing macht. Es ist auch ein Invoice oder ein Case oder ein E-Mail-Signature von einem Vertriebsmitarbeiter. Alles hat ein Logo oder etwas Marketing, Branding daran. Und am ersten Start haben wir natürlich für alles ein eigenes Asset Library. So, AEM hat eine Asset Library, Adobe Marketo Engage hat eine Asset Library. Und was die Designer dann macht in die Creative Suite, sie gehen nach die Asset Library, editen das Design und dann wieder pushen das wieder zurück nach die Asset Library. So, wir haben 3 Asset Libraries, nicht alle mit dieselben Assets. Wir haben gesagt, das kann ein bisschen anders. So, wir haben dazwischen Adobe Express und Adobe Firefly und Adobe Stock gesetzt. Warum? Dann haben wir ein zentrales Location, wo die Creative Team arbeiten könnte. Und wir haben alle Guidelines zusammen. Und wir können mehr AI-generated Assets machen mit das Firefly. Aber auch wir machen sie, und sie sind on-brand, aber auch die Lizenzen sind da. Adobe Stock ist das Raw Material für die neuen Designs. Sehr schön, kann sehr schnell. Und sehr interessant war, dass wir zusammen mit Adobe hier gestartet sind. Und dann natürlich brauchen sie die Lizenzen, aber sie brauchen auch einen Workshop. Und wir haben das ganze Marketing-Team, 10 Personen, nach Adobe München gebracht. Und wir haben in 3 Uhr Adobe Express gelernt. Und nach 3 Uhr war das Team hat die Möglichkeit, um neue Assets aus der Plattform zu generieren. Und sie waren nicht perfekt, vielleicht 95%, aber das war in 3 Uhr. So, jetzt sind wir viel weiter und geht es viel schneller und ist das 100% perfekt. So, das ist echt sehr schnell möglich, um damit etwas zu machen. Wir haben noch nicht die Asset Library von das Vertrieb dabei, aber das kommt dann später. Und ich glaube auch, dass vielleicht Gen Studio, habe ich jetzt heute wieder gesehen, sehr schöne Lösung, connected natürlich auch sehr gut für die Advertising. Aber Sie können nicht alles in einen Tag machen. So, wir machen einen kleinen Start und das können Sie auch tun. So, für heute vielleicht schau mal an, so etwas kann sich sehr schnell einrichten und kann auch Ihr Team lernen, wie das funktioniert. Natürlich müssen Sie auch die IT dabei haben. Und auch für uns war die Verbindung zwischen Adobe Express und Adobe Experience Manager war ein bisschen schwierig gewesen. Und das war nicht selbst das Unternehmen, die hat Adobe Experience Manager gekauft und Adobe Marketo. So, Adobe hat jetzt ein Connected Enterprise Pilot und damit können Sie via die Admin Console die Lösungen integrieren. So, kommt schon, so, wenn es nicht funktioniert, ruft Ihre Account Manager an und dann kann er vielleicht etwas für Sie tun. Dann, zweiter Punkt war natürlich das Betriebsmodell. So, wie machen wir Designs? Und, Entschuldigung, dass diese jetzt in Englisch ist, aber war ein bisschen zu viel, alles anzupassen. Aber es startet mit den Kampagnenideen. Und die Kampagnenideen kommen von die CEO, aber auch von das Vertriebsteam, Marketingteam, Produktteam, sehr viele Ideen.
Und was wir haben gesagt, wir müssen sehen, was sind die Ideen und wie priorisiert die. Ja, und wir machen das sehr einfach jetzt in Jira-Tickets. Ich habe natürlich auch Workfront gesehen, sehr schön, kann auch. Aber Jira ist ein guter Startpunkt. So, in Jira, wir brauchen ein Ticket und das Ticket hat die Felder, die sind definiert. Und mit das startet dann die Branding and Design Manager, das Priorisierungsprozess und sie macht auch die Briefing, wann das nötig ist. Dann geht es nach dem Design, der Team und so, wir machen das in-house oder wir arbeiten zusammen mit einer Agency. Und da ist die Frage natürlich, welches AI-Modell oder KI-Modell trainieren Sie? Ist das Ihr Modell oder das Modell von der Agency? Aber ein bisschen mehr über das am Ende der Session. Dann Create, so selbe Tools, das ist nicht so besonders, aber auch das Review- and Approval-Prozess, so die Governance über das ganze Design. Das geht am ersten in das Marketing-Team, Design-Team, ja, und dann geht es nach Branding und Compliance, und wir haben auch ein E.ON-Logo darauf, so vielleicht können wir etwas sagen oder nicht. Und dann Legal und dann Final Approval geht wieder zurück nach das, die Leute, die Kampagnen gestartet sind, wo das Idee von da ist gekommen. Und natürlich haben wir 3 sehr wichtige Rollen über das ganze Projekt. So, wir haben einen Brand and Quality Guardian, das ist die Design Manager, aber auch ein Technical Excellence Lead. Und wir müssen wissen, wie groß muss das Design sein? Was für ein Kanäle geht es zu? Ist das Video oder ist das Print oder ja, ist das etwas anderes? So, das ist echt das technische Lead. Und natürlich jemand für Content. Wir machen das Schreiben und ja, die haben wir auch dabei. Wann das alles funktioniert und es ist approved, dann geht es nach die Kanäle. Ja, und die kennen Sie natürlich, die haben wir alle. Wir haben alle Adobe-Lösungen auch hier wieder dabei, aber ich glaube, das ist jetzt klar. Aber das Technologie und Prozesse war nicht alles. War auch sehr viele interne Teams, die machen es sehr schwierig, um so etwas einzusetzen. Und die Realität ist, E.ON ist sehr komplex, eine große Organisation. Wir haben sehr viele Entitäten, ungefähr 2000 Legal Entitäten. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Aber da muss sie mit zusammenarbeiten. Und all die Entitäten möchten gerne auch sehen, was ist die Blueprint und wie können wir die Technologie einsetzen. Sie haben auch zu tun mit Datenschutz und Privacy natürlich. Datenschutz ist nicht nur, wenn es über Kunden geht, aber ja, da sitzt auch sehr oft Kundendata auf ein Design oder in ein Design. Denk schon mal in Case Study oder so etwas. Und Copyright und Licensing. Natürlich, das war für mich etwas Besonderes, wenn ich startete in Deutschland. Wenn Sie in Deutschland die Agentur einsetzt, dann zahlen Sie auch für die Lizenzen, für die Content, die Sie produzieren mit Ihrer Marke. In Niederlanden ist das nicht so. Da kaufen Sie die Kamera und dann produzieren Sie es und dann bist du ja, die Eigener. Aber in Deutschland geht das ein bisschen anders. Es ist gut, um zu wissen, dass zwischen die Länder nicht alle Zeit dasselbe ist. Dann natürlich auch, seien all die Arbeitsumgebungen echt connected oder nicht? Das ist für uns, wir haben sehr viele lokale Systeme. Können wir dabei oder ist das echt lokal und müssen Sie etwas lokal einsetzen? Und mit das haben wir hier echt gesagt, wir müssen mit all die Teams reden und auch mit den lokalen Marken, um echt eine Shared Approach zu einsetzen. So, wenn wir die erste Step gemacht haben mit E.ON One, was haben wir damit verändert und was sind die Results? So, wir haben unsere Manager Branding and Design eine Beförderung gegeben. Jetzt macht sie mehr Governance, dann nur die Creative Hands-on Arbeit. Wir haben sehr viel von unserer Agentur bedankt und nicht mehr eingeholt. Und
am selben Zeit auch viel mehr Assets gemacht. Wir schauen die Jira-Tickets an, sind sehr viel mehr komplette Tickets. Und mit die Kosten sind dann auch nach unten gegangen. Und die Kosten intern sind ein bisschen nach oben gegeben. Wenn Sie eine Beförderung macht, müssen Sie natürlich auch ein bisschen mehr zahlen. Das ist natürlich auch wichtig. Jetzt ist dann Adobe Express ist unser Startpunkt für ein Blueprint, um das weiter in die E.ON Organisation einzusetzen. Ja, und das für mich auch. Ich bin nicht mehr so ein Hands-on Designer, Creative VP Marketing. Jetzt ist es mehr about wo gehen wir am nächsten Step. Und das ist, was wir jetzt machen. So, wir haben sehr schöne digitale Assets. Das sieht nicht aus wie E.ON, aber das ist alles produziert mit die Adobe Firefly und Adobe Express. Und wir haben das E.ON One sehr schön aufgesetzt. Und das Beste auf diese Lösung ist, dass sie kann sehr klein starten. Aber sehr viele Leute sollen sehen, dass sie mehr digitales Assets hat gemacht. Ja, nur als kleines wie ein E-Mail-Signatur oder ein LinkedIn-Post, das kommt bei sehr vielen Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden, die da sind sie mit verbunden. So, startet so schnell möglich. Hoffentlich morgen. Das ist eine gute Idee, aber es ist nicht so schwierig und es ist echt möglich. So, vielleicht, um ein bisschen Zeit zu geben, was können Sie echt tun? Am ersten, denkt schon mal auf das AI-Modell für Design. Ist das Ihr Modell oder das Modell von Ihrer Agentur? Das sind Branding Guidelines, natürlich die Look and Feel, die Color, aber das Modell lernt, wie etwas aus muss sehen und Sie möchten gern selbst da die Kontrolle über haben. Das ist mein Tipp. Aber Sie können still arbeiten mit Agenturen, aber ich soll die Agentur fragen, arbeiten auf unseren Plattform und nicht in Ihren eigenen Plattform. Entschuldigung, ich da hier Agentur sein. Aber dann der zweite Tipp, und wir spielen ein bisschen QR-Code-Bingo hier. Was ist das? Denke an die drei Lagen. So, es ist nicht nur Technologie. Ich habe das schon sehr viel gehört hier. Technologie können Sie sehr schnell kaufen. Aber Sie müssen auch Ihre Teams trainieren und das Betriebsmodell gut begreifen. Und dann natürlich auch, wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, ja, ein bisschen die Ausrichtung und Aufstellung da. Für morgen, so da ist eine Free Trial. Das hat Adobe nicht sehr viele, aber für Adobe Express ist ein Free Trial. Sie können auf die Website gehen und probieren es mal. Sie brauchen für ein Branding-Setup ein License, aber Lizenz, aber die sind auch nicht sehr teuer. So, frag Ihren Account Manager, kauf keine 1000 Lizenzen, aber kauf 3 oder 5. So, Ihr Team hat ein bisschen eine Idee, was das ist. Da ist mit dem QR-Code ist auch die Training. Online. Das ist 2 Uhr. Können Sie ein bisschen, wie Adobe hier angeschaut hat, Ihre eigenen Brand einsetzen. Ich glaube, dass, wenn wir nach KI anschauen, dass wir können sehr viel Content machen. Aber das meist Wichtige ist, dass wir brauchen auch Governance über die Content. Weil anders dann macht Ihre Teams etwas mit ChatGPT und ich habe eine Kollegin, die hat gesagt, ja, ich möchte aussehen wie Batman. Und, ja, aber das geht nicht, und wir haben die Lizenzen nicht, um das Batman-Logo einzusetzen. Ja, so, Sie brauchen ein System, weil Sie ein bisschen Governance hat, oder viel Governance, aber warte auch nicht zu lange, und Ihren Kollegen, Sie sollen das selbst auch suchen, online oder wo. Ja. So. Wenn Sie mir auf LinkedIn möchten, dann das ist der zweite QR-Code. Aber ich kann auch suchen. Und dann kommen wir schön beim Ende. Und wir haben eine sehr wichtige Frage hier von Brad. Wir sind hier alle zusammen. Diese Termine sind sehr, wie sagen wir das? Wir brauchen Ihr gutes
Reviews. Dann können wir mehr von diesen Sessions machen. Aber vielleicht, Brad, you want to do a bit in English as well here? Yes, I'll go a little bit more. Yeah. So we'll switch over to English now for a little bit. But we can only make these sessions happen with if you can fill out these forms for us. So I would love if you could scan this QR code, give us your feedback. We really like to get the feedback of how the conversations of hearing from another customer or another partner like Martin is benefiting you and your use case of Adobe solutions. And we'd love to hold, like I mentioned, more of these sessions. So if you could go ahead and scan this, 5 stars is awesome. 4 stars, not so good. So 5 is what we're looking for. But that'd be great if you could scan that for us. Ja, so en jetzt, wir haben extra Zeit auch für Fragen oder etwas zu trinken. Wenn möglich auf Englisch, aber wir können auch auf Deutsch probieren. Fragen über die Architektur oder die Betriebsmodell, ja, alles ist willkommen. Iemand in der... Da hinten. Oh. We wachten auf die microfoon. Ik heb geen vraag, maar je hebt het heel goed in het Duits gedaan. Dank je. Super toll. Hi, my name is Alex from Volkswagen. I have one question. Are you planning to also implement the Adobe Workfront for steering all the process? Are you happy with Jira? And why did you choose Jira before Workfront? Thank you for the question. Really good one. I can't comment that we're buying anything yet, otherwise Adobe will start chasing me. So that will keep between us for later. I think the reason why we ended up with Jira is we needed insights into what were the requests that were really coming in, and the Jira platform was already available within our company. And maybe that's also the secret hint. Getting new technology in is also a lot of work, and constantly getting more vendors doesn't really help. Like, you want to do marketing. This is also why we really decided to scale from the Adobe platform, because the relationship was already there. I do see that there will be limitations to what we can do with Jira. And I like that the way Workfront is set up is that it's much better connected directly to all the Adobe solutions. Jira doesn't have that. So this would definitely be something on the list. A key thing always with changing technologies is, what do you prioritize? Because someone needs to own that product and needs to go through the training and implement it. And I think right now we're more looking to scale the Adobe Express Firefly solutions to try and achieve that first over adding another piece of technology, which same thing applies to Gen Studio. But I do think, yeah, could be relevant. Thank you. I'll also add on to that. Adobe Workfront is extremely customizable, like really intense. If you would see our Adobe's Workfront instance, you'd be like, this is 10 steps in front of what I ever think that was possible. So I would add on, like, it's good. It's a big lift to add on Workfront. So if you're focusing on scaling those two, you know, baby steps, especially at a large organization like E.ON. So. Want we zijn nu heute zusammen mit de One Media, natürlich auch die deutsche Marketo User Group. So, vielleicht, wenn Sie noch mehr Fragen hat oder nicht angemeldet bent voor die User Group, können mit Wolfgang oder Laura reden da. Ja, sehr viele gute Gespräche über Marketing, Automation, Technology. Ja, so User Group Deutschland. We're also looking to start a Workfront user group in Germany. So if anyone's interested, let us know. Yeah. Any other questions that we have from the group? Thank you. Yeah, we got one in the back there. Yeah. Hi, it's Marianne from Beyond. First of all, thanks a lot for this great session. Thanks a lot for sharing all these insights. Highly appreciated. I have a question regarding the operating model. Well, there is the technological operating model, there is all these governance structures, and the operating model focusing on humans and processes.
what came first? Was it a tool-first approach, or was it a operating model and governance first, and then technology as an enablement? It's a great question. Didn't we get this question in London? Yeah, I think it was, exact same question. Yeah. And it's a bit. It ran in parallel in the beginning because obviously we had a design process. So we were making designs, and then you start off with a basic process. Then we said, let's get the technology to really enhance this. We had to adjust the process towards the new technology as well. So it's constantly evolving, but especially the checks with, is everything approved by everyone? In the beginning, that was happening differently than where we ended up. And we really also guided that now through that Jira ticket. So you will create it with all the requirements from the design perspective, but it will also open up a ticket for all the approvers, so that you can really follow along, like, is this now really signed off by everyone? Because you need some audit logs there if you're scaling your organization. So there was a model, then a technology came in, then the model got adjusted, and I'm pretty sure we'll keep adjusting it the further we grow. Yeah. Then, yeah, there are no further questions. No further questions? Enjoy a bit of sunshine in Munich. At least we made it through the rainy part of the day. I believe there's also some drinks outside at one point, so stay hydrated, stay around. If you have any questions, I'm happy to have a chat. It was really nice seeing you all. Thank you.